Schönen guten Tag, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Heute male ich ein Acryl-Doodle. Und zwar habe ich mir einen breiten Pinsel hergenommen mit schwarzer Farbe. Die Farbe wird etwas verdünnt. Ich mische sie gut mit dem Wasser, fülle den breiten Pinsel und führe einen Strich aus. Anschließend nehme ich mir noch einen kleineren Pinsel und benutze auch noch einmal die schwarze Farbe, um damit zu malen. Jetzt habe ich mir ein Deckweiß genommen und einen kleinen Holzstab. Mit dem Holzstab werde ich jetzt auf dem Blatt mit diesem Deckweiß malen. Die einzelnen Schichten müsst ihr zwischendurch immer trocknen lassen, damit das Gemalte auch so bestehen bleibt. Jetzt habe ich mir auf einer schmalen Spachtel eine fluoreszierende Acrylfarbe aufgetragen. Das ist so ein helles Grün oder Gelb. Und die werde ich jetzt mit der Spachtel auf das Blatt aufziehen. Und zwar auch wieder mit gutem Schwung. Die überschüssige Farbe von dem Blatt schiebe ich nun etwas beiseite und werde sie mit der Spachtel aufnehmen und auf dem Papier abstreichen. Denn diese Ränder würden einfach zu langsam trocknen und die Farbe wäre ja auch viel zu dick. Das muss jetzt schön dünn aufgetragen sein. Nun habe ich mir eine hellgrüne Acrylfarbe ein bisschen genommen und trage sie mit einem Fächerpinsel auf. Diese Farbe hat einen schönen Perlglanzeffekt. Das ist die Vorarbeit für eine florale Darstellung, die ich als Aquarell
oder Acryldoodle in dem Fall auf dem Blatt auftrage. Ich nehme mir einen Permanentmarker in Schwarz. Der schreibt sehr dünn und mit dem zeichne ich jetzt Linien ein. Sozusagen werden das Blütendolden, die ich hier einfach einzeichne. Das sind ganz feine, grazile Linien. Diese Idee kam mir einfach in den Kopf, weil ich dachte, ich möchte etwas Abstraktes dann kombinieren mit etwas Gegenständlichem, Floralen aus dem Naturbereich. Und gerade diese Zusammenführung von beiden Techniken, das hat etwas Besonderes und hat eine schöne Wirkung. Die farbliche Komposition mit Schwarz, Weiß und diesem frühlingshaften Grün ist sehr bezaubernd und passt zu der jetzigen Jahreszeit.
Ich nehme mir jetzt einen Permanentmarker, ebenfalls wieder in Schwarz, der ein bisschen eine stärkere Linie zeichnet und werde nun die Stiele dieser Blätter zeichnen. Liebe Kunstfreunde, schön, dass ihr dabei wart. Eure Anne Bross. Ciao.